Über das Thema Machtmissbrauch im Theater wird seit einigen Jahren viel geschrieben und vor allem öffentlich gesprochen. Unter Machtmissbrauch werden häufig alle möglichen Probleme der Institution Stadttheater verstanden. Sobald jemand Machtmissbrauch ruft, ist ganz klar, dass es um üble Geschichten, mittelalterliche Verhältnisse und alte weiße Männer geht. Oder um narzisstische Persönlichkeitsstörungen und Drogenabhängigkeit, um Gewalt, um Rufmord, Kampagnen, Sexismus, Rassismus, Klassismus, Ableismus, Neoliberalismus, Ausbeutung, Kinderfeindlichkeit, Burnout, dreckiges Geld, Intrigen, Angst und Konkurrenz, Queerfeindlichkeit, Altersdiskriminierung, Irrsinn, Lügen. Aber was genau ist nun unter Machtmissbrauch zu verstehen und was hat machtmissbräuchliches Verhalten mit der gewachsenen Struktur am Theater zu tun? Weil das Thema so komplex und umfänglich ist, werden wir einen ersten Schritt wagen und in diesem Video darüber sprechen. Erstens, was ist Machtmissbrauch im Theater? Zweitens, wie erkenne ich Machtmissbrauch am Theater? Solltet ihr akut betroffen sein und Hilfe benötigen, dann findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video erste Anlauf- und Beratungsstellen. Zuerst also, was ist Machtmissbrauch überhaupt? Sprechen wir heute hier über sexuelle Belästigung oder über rassistische Diskriminierung oder geht es um Gegenstände, die vom Regiepult aus auf die Bühne geschossen werden, um Flaschenmünzen oder Schellackplatten? Ja, in der Tat, das kommt vor. Oder müssen wir zuerst nicht nach der Tat, sondern nach dem Täter bzw. der Täterin fragen? Hier also eine erste Definition. Machtmissbrauch meint den Missbrauch einer Machtposition, um anderen Personen, über welche man Macht ausüben kann, zu schaden. Sie zu schikanieren oder zu benachteiligen oder um sich selbst oder einigen Günstlingen persönliche Vorteile zu verschaffen. Es geht im beruflichen Feld um Vorgesetzte und Personen, die über höhere Entscheidungsbefugnisse verfügen als diejenige, die mit ihnen arbeiten sollen. Im Stadttheater sind das beispielsweise Intendantinnen, RegisseurInnen, SchauspieldirektorInnen, Spartenleiterinnen, Chefdramaturginnen, Choreografinnen, Dirigentinnen und so weiter und so weiter. Die Formen dieses aggressiven oder feindseligen Führungsverhaltens sind vielfältig. Einen ausführlichen Katalog aller arbeitsrechtlich strafbaren Schikanen beziehungsweise des Mobbings oder Bossings gibt es nicht. Die Verhaltensweisen sind im Einzelnen oft nicht strafbar. Es muss sich um ein Muster fortlaufender Verletzungen handeln, manchmal auch Nadelstiche genannt. Dabei kann es sich um vermeintliche Kleinigkeiten handeln, wie das systematische Nichtgrüßen am Morgen, das schon folgenreichere Vorenthalten von wichtigen Informationen oder auch um offensichtlichere Übergriffe wie direktes Beschimpfen oder Lächerlichmachen im Kollegenkreis. Der Machtmissbrauch kann sich dabei gezielt gegen eine einzelne Person richten oder aber auch als toxischer Führungsstil im ganzen Haus spürbar sein. Etwa, wenn dauerhaft zu hohe Arbeitsleistungen gefordert werden und nicht genügend Ruhezeiten ermöglicht werden oder wenn Mitarbeiterinnen keine eigenen Entscheidungsspielräume bekommen, permanent kontrolliert werden, wenn Fragen und Gesprächen ausgewichen wird, Entscheidungen nicht begründet werden oder
wenn Mobbing und Übergriffe toleriert, eventuell sogar TäterInnen geschützt werden, um nur Beispiele zu nennen. Wenn wir hier den Begriff Bossing verwenden, also das Mobbingverhalten, das von Vorgesetzten ausgeht, dann klingt das vielleicht etwas weniger glamourös als Machtmissbrauch. Aber diese Entzauberung hilft, um zu verstehen, dass es hier nicht um ein theatereigenes Problem von temperamentvollen KünstlerInnen, Persönlichkeiten geht, sondern um das alte Problem von Vorgesetzten und Angestellten und der Organisation von Arbeit und Handlungsmacht in Betrieben. Ein Blick auf arbeitspsychologische Studien hilft hier weiter. In 85% deutscher Unternehmen erleben die Angestellten äußerst giftiges Arbeitsklima. Wenn wir diese Zeilen ernst nehmen, dann verstehen wir noch einmal besser, was der Satz bedeutet, dass die öffentlich finanzierten Theater ein Spiegel der Gesellschaft sind. Hier finden sich unsere gesamtgesellschaftlichen Probleme wieder. Angestellte, so zeigen neueste Forschungen, strengen sich häufig noch stärker an, wenn sie von ihren Vorgesetzten schlecht behandelt werden. Sie suchen dann die Schuld bei sich und versuchen weiteren Schikanen durch verbesserte Leistungen zu entkommen. Nachweislich bewirkt das Anschreien oder Lächerlichmachen von Mitarbeiterinnen, das Ignorieren von E-Mails und anderes Verhalten aus Chefinnen-Sicht demnach positive Effekte. Es braucht nur mal einen kleinen Arschtritt und der Laden läuft. Besser als vorher. Hier gibt es allerdings einen Haken. Diese Art des demütigenden Arbeitens mit Taktiken emotionaler Erpressung, inklusive Überanstrengung und Schuldgefühlen, schadet der Gesundheit der Mitarbeiterinnen. Ups. In einer Pressemitteilung zu den neuesten Studienergebnissen zum Thema toxische Führungskräfte wird deutlich gewarnt. Die Konsequenzen sind erheblich. Mitarbeitende entwickeln häufig psychische Probleme mit Auswirkungen am Arbeitsplatz, zu Hause und im sozialen Umfeld. Auf Unternehmen kommen Fehlzeiten, Gesundheitsprobleme und möglicherweise kostspielige rechtliche Schritte zu. Allerdings wird der gerichtliche Weg im Theater selten gesucht. Die meisten Arbeitnehmerinnen werden krank, werden gekündigt oder nicht verlängert oder verlassen selber das Theater. Wie nun ist machtmissbräuchliches Verhalten erkennbar? Und wo versteckt es sich? Es gibt ja die Annahme, dass selbstbewusste Künstlerinnen, Persönlichkeiten oder Theaterschaffende sich doch leicht gemeinsam gegen einen furchtbaren Regisseur oder eine intrigante Schauspieldirektorin oder sogar eine toxische Intendantin aussprechen könnten. Aber die Schwierigkeit liegt darin, dass sich selten alle der Problematik bewusst sind. Die einen haben sich ganz auf die Seite der machtmissbrauchenden Person geschlagen und die anderen halten ein bestimmtes Verhalten für das Zeichen notwendiger Durchsetzungskraft und meinen, es im naturgemäß harten Theaterbusiness eben ertragen zu müssen. Und wieder andere bemerken das Gift gar nicht. Tatsächlich zeigt sich das schädigende Verhalten der Führungskraft in der Regel nicht offen als solches. Es kann als Scherz oder Spiel oder emotionaler Ausbruch behauptet werden. Das funktioniert zum Beispiel gut in Probensituationen oder Konfliktbesprechungen. Da wird dann etwa die Leitungsperson von ihrem Temperament mitgerissen und hinterher kann sie ja entschuldigt werden. Aggressives, respektloses, übergriffiges Verhalten, ob das nun so gemeint ist oder nicht, ist aber weder Ausweis einer wilden künstlerischen Begabung, die sich im vermeintlichen Schutzraum der Kunst auf der Probe zeigt, noch ist es zu akzeptieren.
Der Machtmissbrauch beginnt spätestens da, wo nicht offen mit der verantwortlichen Person darüber gesprochen werden darf, welche Form des Umgangs Spielerinnen und andere Mitarbeiter brauchen, um gut ihrer Arbeit nachgehen zu können. Es kann nicht offen darüber gesprochen werden, weil eine mächtige Person in der Lage ist, willkürlich Aufträge und Rollen nicht zu vergeben, Honorare sehr niedrig zu halten, Urlaube nicht zu gewähren oder Verträge nicht zu verlängern. Das wird natürlich nicht gegenüber den Glanz und Erfolg versprechenden SchauspielerInnen und RegisseurInnen passieren, die eine Theaterleitung unbedingt an ihrem Haus haben will. Es ist also nicht überraschend, dass beispielsweise machtmissbrauchende IntendantInnen von bekannten SchauspielerInnen öffentlich in Schutz genommen werden. Mit dem Hinweis, man selber habe niemals machtmissbrauchendes Verhalten erlebt oder beobachtet. Was helfen kann, die Situation einzuschätzen. Falls es sich tatsächlich um eine freie, spielerische Situation handelt, mit der alle Beteiligten einverstanden sind, eine angstfreie Probensituation auf Augenhöhe also, dann müsste es doch möglich sein, dass jede und jeder im Raum die gleichen Rechte zur Gefühlsäußerung, zum spontanen Witz und zur künstlerischen Grenzüberschreitung besitzt. Und dass auch jeder und jeder auf die gleiche Weise Stopp sagen kann. Nach Möglichkeit versucht man sich die Situation szenisch vorzustellen. Wenn ich als Darstellerin einer Nebenrolle jetzt mit Requisiten um mich schmeiße, weil mir langsam der Geduldsfaden reißt und ich wirklich unter Druck stehe, wird das dann als Ausdruck meines lebhaften künstlerischen Temperaments gewertet oder könnte es für mich Ärger geben? Oder wenn ich als Schauspielerin dem Regisseur auf der Probe permanent sexuell doppeldeutige Komplimente mache, weil das zur Stimmung meiner Rollenfigur passt und mir den besonderen Kick beim Spielen gibt, kann er das tolerieren? Grenzüberschreitendes, verletzendes Verhalten scheint in der Regel nur der mächtigen Person möglich. Alle anderen haben direkte Maßregelungen zu fürchten, wenn sie sich ebenso verhalten würden. Was immer gilt: Sobald eine Situation mit einer mir höher gestellten Person unangenehm ist und ich aber das Gefühl habe, dies nicht benennen zu dürfen, dann stimmt etwas nicht. Und es ist immer richtig, die eigene Grenze zu benennen. Das ist keine Schwäche, schon gar keine künstlerische Schwäche, sondern das ist eine Leistung.